Wie viel PS hat das Auto jetzt? Der hat 585 PS. Was arbeitest du momentan, wenn ich fragen darf? Ich bin zurzeit. Servus Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ceci fragt nach und zu einer neuen Folge, wie kann man sich so ein Auto leisten? Ich bin heute in der Stadt Baden in der Schweiz unterwegs und werde jetzt gleich jemanden treffen, der ein ziemlich krasses Auto fährt, das auch bei vielen beliebt ist. Das ist aber nicht alles. Es ist nicht nur krass, es hat auch eine wahnsinnige Folierung, die sich nicht jeder trauen würde. Und ich zeige euch mal gleich das Fahrzeug. Also, kleinen Moment. So. Schaut euch mal die Folie an. Wahnsinnsfolie. Habt ihr schon mal Diamantfolie gesehen auf dem Fahrzeug? Sowas ist undenkbar in Deutschland. Also in Deutschland könnte man so ein Fahrzeug nicht fahren. Das wäre nicht möglich mit der Folie. Das ist auch keine Folie anscheinend, das ist aufgeklebt oder beschichtet. So Leute, ich stehe jetzt am Auto und der Herr, den ich getroffen habe, der wird euch gleich etwas über sich erzählen und das Auto und was er genau fährt. Und lasst euch überraschen. Viel Spaß schon mal. So Leute, ich stehe jetzt bei dem jungen Mann. Der wird sich jetzt vorstellen und sagen, was für ein Fahrzeug er fährt. Und wir legen jetzt mal los. Hi zusammen, ich bin der Arash, bin 30 und ja, ich fahre den S63 Coupé Diamond Edition. Kann ich kurz mal filmen? Warte. Natürlich. So, Leute, jetzt seht ihr mal das Fahrzeug. In dieser Folierung werdet ihr das Fahrzeug wahrscheinlich nirgends sehen. In Deutschland sowieso nicht. So, der Arash erzählt jetzt mal kurz weiter. Ja, wie bin ich drauf gekommen? Das Auto habe ich mir nach dem Studium gegönnt und ich habe lange überlegt, ey, was kann ich machen, dass ich unikat bin. Da habe ich lange in YouTube nachgeschaut und was kann man da so machen. Und dann ist mir aufgefallen, hey, in der Schweiz gibt es keine Diamant-Edition. Und dann habe ich mir gedacht, komm, ich schaue mal die rechtlichen Sachen an und habe schlussendlich das Ganze abgeklärt. Somit ist das Auto so wie er jetzt hier steht, entstanden. Was arbeitest du momentan, wenn ich fragen darf? Ich bin zurzeit Product Manager in einem Baufirma-Unternehmen und tue noch nebensächlich noch Autos vermieten. Okay. Machst du das schon länger oder seit kurzem erst? Erst seit kurzem, seit Corona. Seit Corona? Okay, wenn wir schon bei Corona sind, was für eine Chance hat sich da für dich offenbart seit Corona und was denkst du über Corona? Kannst du uns das mal erzählen? Also was soll ich über Corona sagen? Geschäftlich läuft es überall eigentlich schlecht. Darum muss man sich Gedanken machen, wie man sich weiterentwickeln kann. Und so ist eigentlich die Chance entstanden, mal die Autos so zu vermieten. Weil erstens, ich liebe schnelle Autos und ich will an Leuten, die sich vielleicht das leider nicht gönnen können oder kaufen können, aber vorerst mal mieten können. Du schenkst den Leuten Spaß. Das ist korrekt. Okay. Wie viel PS hat das Auto jetzt? Der hat 585 PS. Du hast ja an sich nichts gemacht, außer die Folie, oder? Das ist korrekt. Was hat eigentlich die Folie gekostet? Das würde mich jetzt mal interessieren und sicher auch viele Zuschauer. Und was hast du für das Auto bezahlt? Also für die Folie mit Papiere habe ich 12.000 bezahlt. Franken dann, ja. Genau, Franken, genau. Und das Auto kostet neu 270.000. Das ist ein 2016-17er Modell. Und ich habe da noch vor einem Jahr habe ich 120.000 dafür bezahlt. Also für einen Gebrauchten immer noch, als ein Gebrauchtwagen. Genau. Also ist immer noch ziemlich teuer. Ist immer noch eine S-Klasse. Ja, es ist ein S63, Leute. Lasst euch das mal zergehen auf der Zunge. Okay, ganz schön teuer dann die Folie, aber es ist halt eine einmalige Folie. Schaut euch das mal an, Leute. Wahnsinn. Das traut sich nicht jeder und das kannst du auch nicht überall machen. Nicht in jedem Land ist das erlaubt. Okay. Und seit wann hast du den jetzt? Also das Auto selber habe ich seit einem Jahr. Seit einem Jahr? Ja, genau. Und die Folierung kam im November. Im November? Okay. Genau, 20 zustande. Wo hast du das folieren lassen? Bei Folienzentrum Dilsdorf.
Die sind wirklich spezialisiert auf Folien Ja. und die machen so Exklusivfolien. Also Leute, ihr wisst Bescheid, wenn ihr eine krasse Folie braucht, so wie diese, dann wisst ihr, wo ihr hin müsst. Das ist korrekt. So, was gibt es noch über das Auto zu erzählen? Hast du sonst noch was gemacht? Zurzeit nicht, da kommen noch 22 Zoll Chromfelgen noch drauf von meinem Sponsor. Ja. Und sobald das eigentlich ready ist, wird das installiert oder beziehungsweise draufgetan. Ist das dann dieselbe Struktur von den Felgen, also wie vom Lack? Nee, das geht leider nicht, es ist rein Chrom. Das ist dann Chrom, okay. Genau. Was kosten die dann? Also die Folie kostet, wenn man das kaufen möchte, ist die bei 10.000 ohne Pneu. Ich meine jetzt die Felgen, wenn Ja. du... Die kosten 10.000 Franken die Felgen. Ah, auch 10.000? Ja. Wahnsinn. Okay Leute, wenn ihr was Exklusives haben möchtet, müsst ihr halt auch sehr viel zahlen. Das muss euch klar sein. Wie ist das jetzt mit so einem Fahrzeug? Es ist ja ziemlich auffallend und die Farbe, das sticht ja jedem ins Auge oder die Struktur von der Folie. Wie kommst du bei den Leuten an? Wie kommst du vor allem bei den Frauen an? Kannst du uns das mal erzählen? Also eben, wenn man auffallen will, kann man sich sowas auf jeden Fall gönnen. Du hast wirklich keine Privatsphäre mehr. Das heißt, egal wo du bist, es kommen Leute auf dich zu, es filmen überall Leute. Die Aufmerksamkeit, die man bekommt, muss mich erst daran gewöhnen. Ja. Und ja, bei den Frauen, die Frauen lieben Glitzer, also ja, die werden es dann sicherlich auch mieten, denke ich mal. Ja, du hast ja im Prinzip für dich gemacht. Du wolltest einfach ein auffälliges Auto haben. Das Und ist korrekt. Du wolltest ja keine Frauen jetzt kennenlernen durch das Auto, sondern du wolltest einfach auffallen mit dem Auto. Nicht nur auffallen, ich wollte unikat sein. Ich denke, ich habe es auch erreicht so. Also mich persönlich würde jetzt mal interessieren, warum du jetzt ausgerechnet einen S63 AMG geholt hast und obwohl du sagst, man hat keine Privatsphäre mehr mit dem Auto, hast du dir so eine Folierung zugelegt. Kannst du das mir mal erklären, warum du diesen Schritt dann gemacht hast? Also, wieso ich mir einen S63 gekauft habe, ich hatte den Vorgänger, also ich hatte einen CL63 AMG, der wird ja nicht mehr eigentlich produziert. Eigentlich der Nachfolger ist der S63 und so kam es eigentlich bei mir, es war eine einfache Entscheidung. Es war auch ein Spontankauf, also ich bin das Auto fahren gegangen und 10 Minuten später habe ich es unterschrieben und habe ich dann die Überweisung gemacht. Ja, du warst also immer ein Mercedes-Fan vorher schon? Also ich hatte schon den CLS 63, ich hatte den CL63, wo ich studiert habe, hatte ich den C180. Ja. Jetzt seit einem Jahr den S63. Was hast du nochmal genau studiert? Ich habe Marketingfachmann studiert und jetzt bin ich noch der Marketingleiter und Verkaufsleiter am machen. Okay, dann bist du eigentlich gut dabei. Ich denke schon. Denkst du? Ich denke, ja. Okay, was sagst du zum Thema Studium und Studieren? Was hältst du davon? Weil die meisten sagen ja, es ist überflüssig mittlerweile. Oder was denkst du drüber? Was soll ich dazu sagen? Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich denke, es ist ein guter Schritt, wenn man in der Arbeitswelt gut ankommen will, weil heutzutage eben ohne Diplom, gerade in der Schweiz, brauchst du unbedingt eigentlich was anderes, was die Leute nicht haben oder sehr viele noch dran sind, weil ohne Papier kommst du eigentlich nicht weit, wenn du nicht selbstständig bist, denke ich mal. Ja, also in der Schweiz ist es wirklich so, dass du einen guten Abschluss brauchst in der Hinsicht oder eine gute Ausbildung. Das ist korrekt, ja. Was mich interessiert und was sicherlich auch die meisten interessiert, merkst du den Neid von den Leuten, wenn die jetzt dein Auto sehen? Und wie gehst du mit dem Neid um? Also wenn man ein exklusives Fahrzeug fährt, hat man immer Neid. Ich muss aber ehrlich sagen, die Leuten gefällt es eher, also sie schauen das Auto an und haben ein Lächeln ins Gesicht. Und ich denke, es ist so ein spezielles Auto mit so einer speziellen Folierung und ja, ich glaube, die meisten Leute denken gar nicht mehr über Neid, sondern sie freuen sich, dass ich sowas gewagt habe. Ja, Dubai-Feeling in der Schweiz mitgenommen habe. Ja, das stimmt. Also Leute, ich habe es schon gemerkt, als ich mitgefahren bin, kurzen Moment, da sind glaube ich 5 oder 6 Personen an uns vorbeigelaufen und die haben alle wirklich gelacht, haben sich gefreut über die Folie. Also habe ich jetzt keine bösen Blicke oder so gemerkt. Aber das ist ja auch in der Schweiz ein bisschen anders, oder? Mit dem Autoerlebnis, mit den Autos. Das ist korrekt. Also wenn man mal in Zürich herumfährt, sieht man eigentlich ja nur so Luxuskarren. Ja. Und ich denke, in der Schweiz ist es gar nicht so
so wie anderen Länder, was eben die Schweizer fahren halt wirklich so Luxus an. Die meisten können sich sowas auch leisten. Ob es jetzt Cash bezahlt ist oder monatlich, abzahlen musst du es ja trotzdem. Ja, man muss entweder sparen oder man muss halt monatlich die Leasingrate oder die Finanzierungsrate bezahlen. Genau, und das vergessen halt sehr viele Leute. Also sie denken, wenn jemand ein Auto liest, ist es gratis. Also man muss nichts zahlen. Ja. Also viele sehen gar nicht, dass man das Auto schlussendlich auch zahlt und eine Restfinanzierung noch hat und die bezahlt man oder man gibt es zurück und holt sich was Neues. Ja, weil ich kenne viele Leute, die können sich genug Autos kaufen, auch bar, aber sie sagen halt, sie sehen es nicht ein und deswegen finanzieren es auch viele oder tun es leasen monatlich, weil sie sagen, sie wollen mit dem Bargeld oder was sie halt haben, andere Sachen machen. Das ist so, das ist korrekt, da gebe ich dir völlig recht. Zins, wo man zurzeit zahlt mit 0,9, 1,9 oder 2,9, also Zinsen, Ja. das ist ja nichts. Ja, da kriegt man im Prinzip ein 100.000 Franken Auto für 800, 900 Franken im Monat. Und das kriegst du in Deutschland niemals. Das ist so. Also jetzt für 100.000, da zahlst du über 1.000 Franken. Ich mache es immer so, ich zahle meistens die Hälfte eigentlich meistens von den Autos an und den Rest nehme ich über Bankfinanzierung oder Leasing. Okay. Ja, das ist Einstellungssache. Die einen machen es so, die anderen machen es so. Genau. Von daher ist es jedem überlassen, wie er es macht. Und man sollte, finde ich, nicht falsch denken, nur weil Leute sich ein Auto leasen. Das ist so. Schlussendlich gönn's jeden, weil die arbeiten für das. Ob jetzt, vielleicht geht er halt einmal im Jahr schön in den Ferien, du gehst halt 4-mal in den Ferien, aber dafür leistet sich so ein Auto. Es ist eine Leidenschaft. Ja, die Leute lieben es einfach. Genau. Okay, mal ein anderes Thema. Was hat dein Vater eigentlich gesagt, als du das Fahrzeug gekauft hast und danach so foliert hast? Also mein Vater ist gar kein Fan von so Sportwagen. Okay. Also er ist wirklich gar kein Fan. Also er hat mich immer kritisiert, wieso ich so ein Auto fahre. Ich denke, er denkt halt drüber nach, weil ich so viel arbeite und schlussendlich so viel Geld für ein Auto ausgebe. Ich denke, schlussendlich macht er sich Sorgen. Innerlich freut er sich, so ein auch mitzufahren oder selber zu fahren. Ja. Aber schlussendlich, er weiß, wie hart ich arbeite. Und das sehen halt viele Leute nicht, die sehen halt nur den Luxusschlitten und dem ist das gegönnt. Oder eben nicht. Ja, es ist eben jedem seins, was er macht. Und Schweizer sind viele Schweizer, junge Schweizer vor allem, die legen halt Wert auf schöne Autos. Genau. Und das ist deren ihr Lifestyle. Und ich finde, jeder sollte das machen, was er möchte. Da bin ich voll bei dir. Also ich gönne es wirklich jedem. Also wenn ich ein Auto sehe, ich habe Freude. Ich würde nicht da denken, komm, wie hat er sich das geleistet? Ob er jetzt da in einer Wohnung wohnt mit 5 Familienmitgliedern oder selber eine Wohnung hat, ist mir persönlich Wurst. Ja. Ich gönne es wirklich jedem, der sich sowas leistet. Und solange man das auf dem richtigen Weg macht und nicht mit so, du weißt ja, was ich meine, mit Drogengelder oder sonst was. Genau. Also der, wo jeden Tag früh aufsteht und arbeiten geht, den gönne ich es vom Herzen. Ja, ich finde, diese Neidgesellschaft sollte einfach nicht vorhanden sein und jeder sollte es jedem gönnen, weil eben wie du sagst, man weiß schlussendlich nicht, was die Leute dafür leisten, ob sie viel dafür arbeiten und eben, es gibt die einen, die kriegen es geschenkt und es gibt die anderen, die arbeiten einfach hart dafür und leisten sich ihr Hobby. Das ist korrekt. Und was viele auch nicht sehen, eben, wo ich meine Lehre damals vor 15 Jahren gemacht habe, ich hatte damals 3 Jobs. Ja. Also ich hatte meine Lehre, ich hatte noch als Türsteher gearbeitet, plus auf der Baustelle. Ah echt, hast du so viel gemacht? Ja. Das sehen eben viele Leute nicht, die denken, ey, der gönnt sich, keine Ahnung, wie er das Geld bekommen hat, aber dass ich so viel arbeite am Wochenende, wo die meisten Leute Partys machen, war ich arbeiten. Und du hast noch einen Studienabschluss gemacht? Nachhinein schon, ja. Nachhinein schon und ja, du kannst jetzt dir eigentlich alles leisten, was du möchtest. Und du versuchst natürlich noch ein Business aufzubauen. Das ist korrekt, Alhamdulillah. Viele interessiert sicherlich auch, was so ein Fahrzeug im Unterhalt kostet. Versicherung, Steuern, zum Beispiel der Verbrauch. Wie ist das? Kannst du das mal erzählen? Das Auto verbraucht wirklich viel. Also so ehrlich bin ich. Also wenn ich jetzt auf der Autobahn fahre, ist im Durchschnitt wirklich unter 12 Liter kriege ich nicht. Okay. Also aber wenn ich da wirklich Landstraße fahre, da bin ich etwa zwischen 15 und 20, je nachdem wie ich fahre. Aber in der City, also in der Stadt, da ist er meistens zwischen 25 und 30 Liter.
25 bis 30 Liter, wirklich so viel? Das ist korrekt, wenn man da etwas Gas gibt und immer den ganzen bremst und Ja. halt so die Keramikbremsen, ja, die habe ich letztes Jahr wechseln müssen. Ja. Und alleine nur die hinteren haben alleine 7.000 Franken gekostet zum Wechseln. Also Leute, ihr hört, es ist eben mit dem Auto nicht gegessen. Ich tue das immer wieder in den Videos erwähnen. So ein Auto zu fahren ist schön, aber dir muss bewusst sein, was du eben an Wartungskosten hast. Es gibt Autohersteller, die decken das ab, aber es gibt auch Autohersteller, die decken das nicht ab. Und da muss dir klar sein, dass sowas schnell teuer werden kann. Das ist so. Aber ich hatte das Glück, Mercedes hat mir das gegönnt. Ah, echt? Okay. Ja, die haben mir die 7.000 Franken eigentlich, weil ich noch eine Garantieverlängerung gemacht habe, Ja. haben die mir eigentlich die 7.000 Franken eigentlich, ja, weil es war auch nach kurzer Zeit, dass ich die Bremsen wechseln musste Ja. und die haben es mir aus kulanter Weise, haben die mir das dann geschenkt in Anführungszeichen. Danke an Mercedes, dass ihr so kulant seid. Das ist so, danke nochmals. Okay. Und ja, versicherungstechnisch, ja, da ich das Auto ja vermiete, zahle ich im Jahr 4.500 Franken an Versicherungskosten. Ja, du fährst ihn ja privat und vermietest das Auto. Das ist korrekt, ja. Und dann zahlst du 4.500. Genau. Oh. Und Straßenabgabe bin ich jetzt bei 800 Franken im Jahr. Ja, in Deutschland sind das Steuern. 800 Ja. Franken, Leute. Das ist auch schon Batzen. Das muss euch auch bewusst sein. Was schätzt du, was der kostet, wenn man ihn privat versichert? Also damals, wo ich im Privat gefahren bin, war ich jetzt bei 2.500 Franken. Also jetzt sind es 2.000 Franken mehr, die ich bezahle. Okay, für deutsche Verhältnisse wäre das jetzt sehr viel. Aber ich denke, in der Schweiz ist das relativ normal. Das ist so. Also 2.500 ist noch eigentlich sehr günstig. Also in Zürich würdest du da locker bei 3.000, 3.500 sein. Also Aargau ist da noch human. So mal am Rande, je nach Kanton ist der Preis ja anders. Das ist so. Das ist so. Also wir Aargauer haben Glück. Genau, und die Züricher, die zahlen halt richtig drauf. Wie fühlst du dich eigentlich, wenn du mit dem Auto rumfährst, die Leute schauen, du fällst auf und dann dieser Sound von dem Achtzylinder, was löst es in dir aus von Gefühlen her? Ganz ehrlich, einfach erklärt, Freiheit. Freiheit? Yes. Ich fühle mich frei. Okay. Mehr hast du nicht zu sagen. Was soll ich dazu sagen? Es ist wirklich ein geiles Gefühl. Und die Aufmerksamkeit von den Leuten ist wirklich genial. Also wenn man das anschaut, man hat wirklich ein gutes Gefühl dabei. Ja. Und ja, die 585 PS haben es in sich. Und ich würde mal sagen, du lernst auch viele Menschen dadurch kennen. Sehr viele. Sehr viele, gell? Ja. Also Leute, wenn ihr auch Leute kennenlernen wollt oder neue Menschen treffen wollt, ist das Auto eigentlich auch immer ein guter Anlass. Das ist so, kann ich nur empfehlen. Okay. Du hast ja gesagt, du fährst das Auto privat und du vermietest auch Autos, beziehungsweise das Auto. Und jetzt ist meine Frage, hast du noch andere Autos? Also ich und mein Kollege, also beziehungsweise mein Geschäftspartner, sind uns selbstständig am machen. Und wenn alles gut läuft, sollte das Ganze eigentlich einen Monat losgehen. Wir haben weitere Autos, also wir haben noch einen Rolls-Royce Ghost, noch einen C63 AMG S Ja. und noch einen BMW M6. Ah, da habt ihr ganz schön viel im Portfolio. Das ist so. Wir fangen mal an und wenn die Leute uns unterstützen, kommen noch exklusivere Autos noch ja, in den nächsten Jahren hoffentlich. Also Leute, ihr wisst Bescheid, wenn ihr Gas gebt, Autos fleißig mietet, dann kriegt ihr natürlich exklusivere Autos noch. Das ist korrekt. Wir geben auch gern was zurück. So Leute, wir sind jetzt am Ende vom Interview angelangt. Danke nochmal. Danke auch dir. Du hast ja sicherlich jetzt eine Botschaft und eine Motivation an die Leute da draußen. An Jung und Alt würde ich mal sagen. Was willst du gerne sagen? Ganz kurz, work hard, play hard. Das heißt, gebt Vollgas und gönnt euch, was ihr wollt und ihr könnt eigentlich alles im Leben erreichen. Also gebt nicht auf, nehmt die negativen Menschen da eigentlich eben, schließt sie aus und umgebt euch nur mit Menschen, die an euch glauben. Peace.